Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum zweiten Teil des heutigen Tages. Die Art of Communication ist das Thema von heute, die Kunst der Kommunikation. Wir haben hier eine Podiumsdiskussion zu diesem Thema. Jetzt müsste ich eigentlich als Moderatorin meine Pflicht wahrnehmen und jeden der Teilnehmenden selber vorstellen. Jetzt habe ich aber gedacht, das sind ja alles Profis, sonst wären sie nicht hier eingeladen worden, also können Sie das gerade so gut selber machen. Ich mache es nur ein bisschen schwerer, ich gebe eine Bedingung, und zwar die Vorstellung kurz, ein bisschen originell wäre gewünscht, 2 bis 3 Sätze und ich gebe jeweils einen Steilpass. Ich beginne mit der Dame, ich kann heute sagen Lady First. Susi Brüschweiler, die Gastgeberin der Nation. Ja, ich führe das Catering-Unternehmen SV Group, 7300 Mitarbeitenden. Wir sind in Deutschland, Österreich und Schweiz tätig. Und ich bin der Meinung, dass die Kommunikation auch in einem großen Unternehmen das zentrale Führungsinstrument ist. Dankeschön, Frau Brüschweiler. Gerold Bühre, Wirtschaftskapitän aller Wirtschaftskapitäne. Ja gut, das ist ein bisschen übertrieben. Nein, ich war immer ein Brückenbauer zwischen Wirtschaft und Politik. Das hat mir immer Spaß gemacht. Ich bin ein Überzeugungstäter quasi unseres Milizsystems. Und deswegen habe ich mit Freude diese Berufung angenommen. Und als Economy Suisse Präsident ist natürlich die Kommunikation sehr wichtig, denn es ist unser Anliegen, möglichst viel von dem, was wir überzeugt sind, in der Politik, in der Öffentlichkeit rüberzubringen. Und aber da ist so richtig Kommunikation gewählt wichtig. gegen den Wirtschaftskapitän, der Wirtschaftskapitäne haben Sie sich nicht? Ja, nein, weil, wissen Sie, ein Kapitän erweckt ja den Eindruck, da sitzen Sie auf der Kommandobrücke und können einfach mit dem Hebel alles bewegen. Das ist ein Kapitän. Und so einfach ist das Präsidium von Economy Suisse nicht. Das kann ich mir vorstellen. Nee, schön wär's. Finanzfachmann kann man auch noch sagen, früher FDP-Präsident und langjähriger FDP-Nationalrat. Sami Saviris, der Weihnachtsmann von Andermatt. Nein. Sie fängt schon unter den Gürtel an, das geht nicht. Also, ich bin kein Weihnachtsmann, ich bin ein einfacher Ägypter, der irgendwann mal nach Andermatt gekommen ist, um dort seine Weihnachtsgeschenke zu holen. Das war sehr gut, das war sehr gut. Und ich sehe, Sami Saviris hat schon die Schweizer Eigenschaft des Bescheidenseins angenommen. Er hat nicht gesagt, dass er wirklich zu den erfolgreichsten Investoren des Landes gehört und mit OHD zu der erfolgreichsten Hotelgruppe Ägyptens gehört. Gut, zweite Runde. Ich habe so in den Medien ein bisschen geschaut, welche Sätze sind mir von Ihnen aufgefallen, habe ihr jeweils einen notiert. Beginne mit Gerold Bühre. Sie haben gesagt, wir brauchen in der Schweiz keine Wild-West-Methoden. Sie haben das gesagt zum Thema versteckter Aktienhandel und heimliche Angriffe auf Schweizer Unternehmen. Gibt es jetzt bei Economy Suisse so eine Vernehmlassungskommunikation, wo Sie so über Begriffe brüten und sagen, der ist sexy, den nehmen wir? Nein, dieser Begriff ist mir rein spontan über die Lippen gekommen. Aber ich meinte ihn natürlich ernst. Nein, ich glaube, dass in der Marktwirtschaft und in einer freien Kapitalmarktordnung, wo Wettbewerb herrscht, das ganz wichtig ist, eben die Transparenz. Und wir hatten ja gewisse Fälle bei gewissen Unternehmungen, wo Investoren mit Derivaten auf einmal gesagt haben, ich habe jetzt so viel Prozent. Und das war alles mehr oder weniger in der Dunkelkammer abgewickelt. Und das ist natürlich für das Vertrauen in freie Märkte schädlich. Und deswegen habe ich gesagt, Wild-West-Methoden vertragen sich nicht mit der sozialen Marktwirtschaft. Aber dürfen Sie jetzt als Präsident einfach sagen, was Sie denken, oder muss man da eben noch ein bisschen nur das Okay einholen? Nein, also wir haben keine, wie soll ich sagen, preußischen Stiefel, in die ich mein Gedankengut einpressen muss. Das ist frei so gekommen und ich glaube, dass das die große Mehrheit der Leute, die in Economy Suisse sind, das sind ja sehr viele, denken auch so, dass die Marktwirtschaft kann die Gesellschaft nicht ausblenden und die Empfindungen der Gesellschaft. Und wenn natürlich Übernahmen geschehen können, die müssen geschehen können, aber wenn sie so quasi in der Dunkelkammer einfach gemacht werden können, dann schwindet das Vertrauen in die Marktwirtschaft und das kann nicht im Interesse irgendeines Wirtschaftsführers sein.
Sami Saviris, von Ihnen ist mir der Satz aufgefallen zum Thema Standortfrage Andermatt. Ich habe mich schon 5-mal nicht getäuscht. Planen Sie solche Sätze? Nein, Die also kommen ich Ihnen plane einfach so. überhaupt nichts. Selbst im Geschäft nicht. Ich hatte vorhin, ich weiß nicht mehr, mit wem ich das gerade diskutiert habe, ich bin mit KPMG Magazin und meine erste Aussage war, dass ich eigentlich sehr wenig an Feasibility Studies glaube. Und natürlich Machbarkeitsstudie und ich glaube, man muss mehr mit dem Instinkt und das Gefühl arbeiten, als mit den Zahlen. Aber jetzt wissen Sie, Sie gehen nach Andermatt, die Presse hört jeden Satz, den Sie da sagen, die warten auf den Bergbauer, der in Tränen ausbricht und sagt, da kommt ein riesiges Resort. Überlegen Sie sich das nicht? Welche kritische Fragen könnten vielleicht kommen? Machen Sie das alles aus dem Bauch raus? Alles. Das ist viel einfacher so. Das frustriert jetzt. Ich habe ja nichts zu verbergen. Ich meine, warum soll ich das nicht aus dem Bauch machen? Ich meine, im Endeffekt ist es mir lieber, dass jemand mir konfrontiert mit einer Gegenaussage und dass dann die Leute sofort reagieren, negativ reagieren, damit ich wenigstens eine Chance habe, das wieder gut zu machen. Aber wenn das alles einfach taktisch und geplant wird, was man sagen darf, was man nicht sagen darf, also ich Aber sage das wirkt jetzt wahnsinnig cool. Waren Sie nie um eine Antwort verlegen? Nein, ich meine, Sie können zum Beispiel bei mir, meine Inbox hat keinen Schlüssel oder so, jeder kann da reingehen. Ich sage immer, was immer versteckt bleiben muss, brauchen wir nicht. Da ist was schief daran. Alles, was man verstecken muss, ist nicht gut. Da gibt es keine Ausnahmen. Danke. Deswegen Transparenz. Auf die Frage von vorher. Ja. Genau. Susi Brüschweiler, wenn ich selber kochen würde, wären meine Restaurants leer. Haben Sie gesagt. So. Gehört für Sie Koketterie oder Ironie zur Kommunikation? Es ist ein Teil davon, aber das war ganz am Anfang, als ich als Quereinsteigerin in dieses Unternehmen kam und es in diesem Unternehmen so hieß, ja, was kann die denn, wenn sie nicht kochen kann? Sie kommt ja nicht aus dem Gastgewerbe, hat auch keine Hotelfachschule gemacht. Und ich habe dann damals die Köche eingeladen an einem Meeting und habe denen ganz klar gesagt, schaut liebe Leute, ich werde Ihnen nicht sagen, wie Sie kochen sollen, sondern ich gestalte die Rahmenbedingungen, in denen Sie Ihre Kunst optimal realisieren können. Und dann kam so natürlich die Schlussfolgerung als Ende der Tagung, und das war übrigens auch eine Journalistin, die dann das so aufgenommen hat, habe ich gesagt, effektiv, ich kann nicht kochen, ich esse gern, das sieht man mir auch an. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man, wenn ich in ein Restaurant gehe, man weiß, sie hat Freude und genießt diesen Moment. Das ist das eine. Aber die Ironie, Sie sind ein bisschen ironisch denkender Mensch, ist das ein Teil Ihrer Kommunikation oder ist das eher so schwierig? Nein, also Ironie, es kommt darauf an, ich habe sehr viel Spaß. Bei mir muss Humor im Alltag ein Bestandteil sein meiner Arbeit. Und es ist effektiv so, als ich war ja in der Westschweiz tätig und hatte dort eigentlich die welsche Kultur in mir, habe sie immer noch übrigens. Und da habe ich gemerkt, dass eigentlich der Deutschschweizer viel ernst anzugehen ist, als ich meinte. Und habe oft auch so, wie man sagt, faule Sprüche gemacht, mehr so, um Vertrauen zu schaffen. Hey, habt Freude, es ist gut, wir haben eine super Leistung erbracht. Und da merkte ich, dass es effektiv nicht immer so verstanden worden ist. Und ich dann ernster nicht geworden bin, aber wenigstens so die Sachen vielleicht ernster rübergebracht haben. Aber ich bin jetzt 13 Jahre in dem Unternehmen und ich glaube, heute darf ich die Sprüche wieder klopfen. Ja, genau. Stimmt das? Sind wir denn so ernst, wir Deutschschweizer, Herr Saviris? Ich glaube, ihr habt diesen Eindruck von euch. Aber Danke. Das tut gut zu hören. Ihr seid viel zu selbstkritisch. Ja. Ich empfinde das immer. Die Schweizer kritisieren permanent sie unter sich, also gegenüber Ausländern, kritisieren sie sich unglaublich. Und dabei haben sie eigentlich keinen Grund dafür. Ich verstehe das gar nicht.
Vor allem, weil ihr ja dauernd verreist. Ihr seht ja die anderen. Es ist nicht so, dass, dass ihr nur hier unter euch permanent lebt und deswegen nicht sieht, wie es woanders geht. Ich meine, da braucht man nur... Hat Sie das denn auch genervt zu sehen, dass wir so ein bisschen verknurzt sind und immer selbstkritisch sind? Nein, ich habe nur Mitleid, weil es... ich finde, es ist... Also, ich würde gerne die Hälfte dieser Probleme, die ihr bei euch seht, bei uns sehen. Wir kommen auf die kulturellen Unterschiede noch zu sprechen gegen Ende der Runde. Ich möchte zuerst ein bisschen über die großen Herausforderungen sprechen, die Sie ja alle persönlich auch erlebt haben. Susi Brüschweiler, SV Group war ja am Anfang was ganz anderes, der Schweizer Volksdienst. Wieso lachen die dann? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, Sie haben das ernst genommen, was Herr Xavier gesagt hat. Ja, genau. Wir lassen uns mal nicht irritieren davon. Die SV Group war ja was ganz anderes am Anfang, Schweizer Volksdienst, Non-Profit-Organisation, ursprünglich für die Soldaten an der Grenze. Dann kommen Sie, plötzlich ist die Rede von Strategien, von Zielen, von Umsatz. Wie haben Sie diese kommunikative Herausforderung gemeistert? Vielleicht einfach anders. Ich denke, unsere Gründerin war eine Pionierin. Sie hatte das erste überhaupt Selbstbedienungsrestaurant in der Schweiz eröffnet und auch das Thema Outsourcing der Personalrestaurants bei Bühl-Rutzwil, übrigens immer noch Kunde von uns ist, eröffnet. Also einfach so, und ich glaube, die Thematik des Vereins, des Non-Profit, das war ein subventioniertes System. Wir haben ja den Soldaten die Gelegenheit gegeben, als es ihnen langweilig war und sie in Alkoholschwierigkeiten kamen, zu sagen, okay, es gibt eine Möglichkeit, diesem Übel entgegenzukommen. Und da war unsere Gründerin sehr schnell beim Militärdepartement in Bern und bekam die Subventionen für diese Soldatenstuben, die, ich denke, Sie, liebe Herren, alle irgendwann mal gekannt haben, die Soldatenmutter und Kuchen und Tee und Kaffee genossen haben. Das zu dem Geschichtlichen. Es kam dann effektiv im 1995, dass man klären musste, was ist die Zukunft dieses Unternehmens. Wir waren so just not for profit. Das war die Aussage, die ich damals bekam, als ich diesen Vorsitz wahrgenommen habe, der Geschäftsleitung, just not for profit. Und da wusste ich schon, was soll ich unseren Leuten kommunizieren? Darf ich Geld verdienen oder darf ich kein Geld verdienen? Wenn sie Geld verdienen, heißt das ja halt mal, wir sind nicht ganz konform. Also musste man automatisch klären, wir sind gewinnorientiert für die Existenzsicherung. Das führt aber natürlich dazu, dass man das ganze Unternehmenskultur auch prägen muss, dass es nicht schwierig ist, Geld zu verdienen, dass man darf einem Kunden oder einem Gast einen Kaffee mehr zu verkaufen. Konkret, was haben Sie vielleicht gemacht? Eine Maßnahme im Betrieb? Zuerst habe ich ganz klar die Zielsetzung festgelegt, wir sind ein gewinnorientiertes Unternehmen und wir arbeiten so, dass der Gast zufrieden ist. Wir müssen aber auch die Führungsrichtlinie, die ganze Führungsphilosophie neu aufbauen. Der erste Schritt war, ich habe die Führungsphilosophie mit den Mitarbeitenden, Restaurantmanagerinnen und Manager, thematisiert. Dann hatten wir 10 Schwerpunkte, sind heute nicht mehr so viel, aber 10, und die haben wir geschult. An Freitag, Samstag 360 Leute kamen und wir haben diese immer wieder geschult. Was ist unsere Führungsphilosophie? Die zweite wichtige Maßnahme, wir haben noch die Stempfeluhr und ich habe immer gesagt, es kann ja nicht die Uhr sein, die sagt, wie wir arbeiten müssen, sondern es sind die Zielvorsetzungen. Also habe ich gesagt, diese Uhr raus. Ich musste aber den Mitarbeitenden versprechen, dass ich nach 6 Monaten Rauswurf der Uhr eine Mitarbeiterbefragung starte und wenn die mehr als 50% sagen, wir wollen wieder die Uhr, dass ich die wieder einsetze. Ich bin das angegangen, 95% haben gesagt, nie mehr eine Uhr. Haben Sie es anders erwartet? Nein, deshalb habe ich es ja gemacht. Gerald Bühre, fällt die größte Herausforderung bezüglich Kommunikation in Ihrer Zeit als FDP-Präsident? Man sagt, es sei ein Knochenjob. Oder wo sehen Sie Ihren schwierigsten Moment kommunikativ gesehen? Ja gut, also ein Parteipräsidium ist sicher in Bezug auf Kommunikation das Schwierigste. Denn in unserer schweizerischen Politlandschaft mit dieser großen Heterogenität, mit dieser föderalistischen Struktur, das ist wirklich ein Spiel mit sehr vielen Flöhen, die da herumgeistern. Flöhen. Ja.
Und das ein bisschen unter die Kontrolle zu bringen, ist nicht so einfach. Also das ist kommunikativ sicher schwieriger. Da ist ein Wirtschaftsverband geradezu diszipliniert und in Bezug auf die Kommunikation einfacher zu handhaben. Fällt Ihnen ein konkreter Moment ein, wo Sie gedacht haben, ach, hier würde ich lieber nichts sagen und ich muss doch? Ja gut, also es gibt natürlich sicher x Momente, wo man rückblickend gesagt hat, da ist man vielleicht ins Fettnäpfchen gelaufen. Das ist wahrscheinlich größer als dieses Glas hier. Ich mag mich reden, also es war nicht primär als Parteipräsident, sondern als Finanzpolitiker. Da haben wir uns einmal auf eine Finanzdebatte in der Arena super vorbereitet, mit Walter Frey von der SVP, alle Fakten und Zahlen. Es ging um ein Sanierungsprogramm und unser Gegenpart war Otto Stich. Und da habe ich gemerkt, was haben wir falsch gemacht? Otto Stich hat einfach auf Erbarmungseffekt gespielt, er hat das emotional super clever gemacht und wir waren wahrscheinlich viel zu Zahlen, viel zu stark mit der einen Hirnhälfte an das Werk gegangen und das war mir eine Lehre. Aber Erbarmungseffekt klingt gut, haben Sie den dann mal kopiert? Das verrate ich Ihnen jetzt nicht. Sami Saviri, Sie hatten eine schwierige Aufgabe. Ich habe vorhin im Vorgespräch Ihnen gesagt, damals, als Sie nach Andermatt kamen mit diesem gigantischen Projekt, 2000 neue Stellen, 3000 Betten, Sie wissen es besser als ich, haben alle darauf gewartet, ach, wie reagiert jetzt dieses Bergvolk auf diesen ägyptischen Investor? Wie haben Sie die Menschen so schnell um den Finger gewickelt? Ich glaube, die Leute dort waren total unterschätzt. Die haben alle wirklich mitgedacht, sie haben alle recherchiert und kamen bereits zu diesem Treffen mit der Idee, das eher zu analysieren. Das war schon getan, aber eher um festzustellen, ob sie auch richtig mit uns liegen oder nicht. Aber die Leute waren vorbereitet. Also ich habe da keine Vorbereitung gemacht. Aber Sie stellen das jetzt so als einfachen Spaziergang, da kann da jeder Investor einfach kommen und sagen, ich stelle jetzt hier ein gigantisches Resort auf und alle sagen, juhe, so einfach ist das doch nicht. Doch. Ich glaube, Herr Saviri hat das sehr gut gemacht. Sie sind persönlich gekommen. Ich habe nur bestätigt, was die Leute bereits wussten, dass dieses Projekt für diese Gegend gut ist. Bei diesem Projekt haben alle Profit, alle werden was davon haben und deswegen ist es ein gutes Projekt. Das ist nicht von mir gekommen, sondern die Leute sind in diese Halle damals gekommen mit dieser Idee. Was fehlte, war nur eine Bestätigung, dass ich derjenige bin, der das machen kann oder nicht. So, und das war eben viel einfacher. Also mir als Unterländer ist einfach aufgefallen, Sie hätten es ja auf zwei Arten machen können. Sie hätten quasi so im Sinne des modernen Managements bei Helikopter kommen können und sagen, das ist mein Projekt. Und was mich beeindruckt hat, ist, dass die Leute wahrscheinlich das Gefühl gehabt haben, ehrlich, sie sind einbezogen. Sie sind nicht einfach hier passiv und da kommt einer und der sagt, wie es geht, sondern sie sind eigentlich mitbeteiligt. Und diesen Eindruck habe ich gewonnen und das hat wahrscheinlich die Akzeptanz sehr stark gesteigert. Jetzt fällt mir etwas auf. Ich hätte jetzt als nächsten Punkt eben die Bedeutung des Smalltalks besprechen wollen. Sie sitzen hier und finden, worüber sprechen die? Für mich ist das alles so selbstverständlich. Ist es denn einfach vielleicht auch von Ihrem Hintergrund her, dass Sie sagen, für mich, aus meiner Kultur ist es selbstverständlich, dass ich selber Dinge erkläre, dass ich mit den Leuten 1:1 spreche? Bei mir in der Firma ist das so. Und ich habe das jetzt 17 Jahre lang so gemacht und es hat immer geklappt. Also sehe ich keinen Grund jetzt nur, weil wir größer geworden sind, dass ich das anders mache. Außerdem mache ich nur Projekte, die mir Spaß machen. Alles andere können andere besser tun. Weil wenn es mir keinen Spaß macht, dann stellen alle Manager sofort fest, dass das keinen Sinn hat, große Mühe dort einzusetzen. Wir haben sowieso nichts davon, weil wir seine Rückendeckung nicht bekommen. Also lassen Sie die Finger davon. Summa summarum, wir müssen nur Projekte machen, die Spaß bringen. Das heißt, Sie würden auch nie einen Stellvertreter zum Beispiel schicken und sagen, ach, jetzt geh mal nach Andermatt und überzeug die da. Da weiß er Bescheid, dass ich dort nicht mitmache. Also Sie wollen alles selber machen? Nein, er weiß dann selber, wenn ich nicht voll dahinter stehe, mit der Seele auch und so, dann wird es nie was. Was
ist etwas, das Ihnen geblieben ist mit der direkten Begegnung der Menschen da? Dass sie wirklich viel zu lange Unrecht bekamen von dem Rest der Bevölkerung. Was ich alles über die Urne gehört habe, Was ist ja zum wirklich... Beispiel? Und dabei sind sie viel weltoffener, als man ihnen zugibt. Wirklich. Bleiben wir beim Smalltalk. Susi Brüschweiler, Sie sind ja die erste Frau zum Beispiel im Rotary Club Zürich, ein Herrenclub sehr lange. Sie haben bewusst mit Smalltalk eigentlich den SV bekannt gemacht, dass es jetzt eben eine Firma ist, eine profitorientierte Firma. Welche Bedeutung haben Sie dem Smalltalk diesbezüglich gegeben? Also sicher ein ganz wichtiger, wir waren 3 Frauen zusammen, Im Rotary? als im Rotary Club neu aufgenommen worden ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Ihr könnt dann bei einem Kaffee, kann ich Ihnen dann die Männerwelt erzählen. Nein, Aber da braucht es dann Frau mehr. Brüschweiler, nicht Nein. beim Kaffee. Die wollen das jetzt alle hören. Wie war denn Aber es das? sind ja Männer, die sollten es erkennen. Aber nur zum Sagen, es ist schon so, dass mir war bewusst, SV hat ein Imageproblem, auch von der Geschichte her, so im Sinne von, es ist ein frauengeführtes Unternehmen. Übrigens hat es immer noch Erfolg, wurde immer von Frau geführt. Und irgendwo musste man das Image, einfach die Gesichter zeigen von Personen, die das Unternehmen führen. Und da habe ich begonnen, ich kannte Zürich wenig, obwohl ich dort aufgewachsen bin, aber ich kannte wirklich niemanden, sei es von der Politik oder in der Wirtschaft. Und trotzdem fand ich, wenn ich mal eingeladen wird, dann sage ich dem zu. Ich bekam dann effektiv so einen Wirtschaftsanlass, wo ich gesagt habe, ich kann mich schon sehr gut erinnern, da waren viele Männer, die sind meistens im Kreis. Ich suchte ein Spänli, eine Dame, da gab es nicht. Und ich habe dann ein Glas Wein sehr mutig mitgenommen und habe gedacht, so am liebsten könntest du eigentlich nach Hause, was machst du in diesem Kreis? Und irgendwo habe ich gefunden, du musst das Unternehmen auch irgendwo positionieren. Und habe dann den ersten Herrenkreis, die kennen sich ja, ihr kennt euch ja vom Fußball, vom Militär, von der Uni und so weiter. Oder andere Clubs und eben Rotary Clubs. Und habe dann den ersten Kreis, es waren so etwa 10, die sehr intensiv miteinander diskutieren, da habe ich ganz etwas zögernd, trotzdem habe ich dann mal angeklopft im Sinne von Grüezi und dann hat eine Person gesagt, das ist die Frau Brüschweiler und die anderen haben mich sehr höflich begrüßt, aber der Kreis ging dann sehr schnell wieder zu. Die Frage kam auf, bin ich jetzt beleidigt, verletzt, was soll ich, Skandal machen? Ich habe dann gefunden, irgendwo gibt es vielleicht Herren, die dann den Kreis nicht sofort schließen. Und so hat es eigentlich begonnen. Ich bin dann natürlich in auch verschiedene Organisationen eingetreten, hatte dann bestimmte Mandate auch bekommen und so kommt man sicher in diese Kreise. Und ich denke, wichtig ist, und da würde ich auch den jungen Damen, die sich da in diese Karriere bewegen würden, es braucht dieses Netzwerk, weil die Herren kennen sozusagen nur das und wenn man da nicht dabei ist, dann fehlt ganz klar einerseits einfach Kontakt. Ich finde es einfacher, wenn ich Herr Bührer oder wem auch immer einfach, ja, wir kennen uns, wir haben etwas Gemeinsames erlebt. Und jetzt der Rotary Club in Zürich, der hat sich ja sehr schwer getan, Frauen in diesem Club aufzunehmen. Aber das ist die Entwicklung des ganzen Aufbaus des Netzwerks, oder? Gut für Herr Bührer, dass Sie nicht im Rotary Club Zürich sind. Nein, aber wir Schaffhauser haben auch Frauen. Wir haben auch Frauen. Aber Trotzdem wir die Frage brauchen... an Sie, muss ich Sie als Politiker noch fragen, welche Bedeutung Smalltalk hat? Ja, also ich glaube, Smalltalk ist alles gesagt worden. Ich glaube, es ist ein Element, weil glücklicherweise funktioniert der Mensch ja nicht nur logisch nach Fakten, sondern er funktioniert emotional. Und ich glaube, es ist für mich wie eine Ofenbank. Man muss, wenn man etwas durchsetzen will, auch die Ofenbank etwas anwärmen. Und da ist das Smalltalk sehr, sehr ideal. Ich möchte jetzt von Ihnen wissen, wie Sie so als Chefs kommunizieren, Kommunikation als Chefsache. Frau Brüschweiler, Sie haben so wie ich jetzt kommuniziere. Also nein, Moment, meine Frage ist eine andere. Okay. Stimmt es, dass Sie den Übernamen Brüschi haben, dass man Ihnen in der Firma Brüschi sagt? Machen Sie so bewusst auf Kumpel, um ein gutes Arbeitsklima zu schaffen?
Nein, ich weiß, dass man mir scheinbar Brüschi sagt. Vermutlich habe ich einen zu langen Namen und wenn man über mich spricht, ist es einfach zu sagen Brüschi. Nein, die Kommunikation war für mich immer ein zentrales Instrument. Und als ich damals in Zürich das erste Mal in dieses Unternehmen kam, da hörte ich kein Lachen, da hörte ich niemand sprechen, sah ich niemanden im Korridor und das fand ich exotisch. Also wieso, wo sind denn die Leute? Und wenn ich jemandem begegnete, dann hatten sie Stapeln von Dossiers und ganz ernst, wenn man viel Arbeit hat, muss man ernst sein. Da war ich eben nicht so. Und es war kein Empfang, sondern eine Wand und da habe ich gesagt, ich muss symbolisch zeigen, hier wird kommuniziert und was Sie am Anfang gesagt haben, ist voll meine Philosophie. Es gibt grundsätzlich keine Information, die man nicht thematisieren oder kommunizieren kann. Es geht um zwei Sachen, das sind die personellen Informationen, die sind vertraulich zu handeln und vielleicht im Zusammenhang mit bestimmten Mitbewerben, dass es da Vorsicht geben soll, dass man da nicht unsere vielleicht guten Ideen kommuniziert. Aber dass man mir nach 6 Monaten, als ich aus den Ferien kam, sagte, die Frau Brüschweiler ist wieder da, man hört wieder Lachen im Korridor, war für mich ganz klar, das muss geändert werden. Und das kann man nur, wenn man kommuniziert und Vorbild und auch lacht. Auch wenn es ernst ist, lacht. Gerhard Bührer, welchen Übernamen haben Sie? Ja, kommt drauf an. In der Politik hat mal die Zeitung, die große Titel schreibt, gesagt, ich sei das Sparschwein der Nation. Das war im Zusammenhang mit dem Sanierungsprogramm in Bern. Und eine andere Zeitung hat eben mal gesagt, jetzt kommt mir das Lachen im Sinn, ich würde sehr oft lachen. Das ist nicht künstlich, sondern ich fühle mich in der Regel wohl. Wobei, das tut der Economy Suisse mache. gut, weil jedes Mal, wenn ich am Hauptgebäude von Economy Suisse in Zürich vorbeifahre, steht ein Securitas-Wächter mit grimmiger Miene. Nicht mehr. Nicht mehr, das wäre meine Frage gewesen. Sie müssen kommen Sie morgen. Es steht keiner dort. Es steht ein schöner Blumenstrauß dort und eine hübsche Dame. Und das ist Ihr Verdienst? Nein, das will ich nicht sagen. Es steht kein Securitas, Blumen und Damen. Schon seit einiger Zeit. Auch innen das Gebäude, das weiß ich aber nur von den Interviews mit Ihrem Vorgänger, war wirklich so eine Spitalatmosphäre. Nein, nicht früher. mehr. Es sind sehr viele Blumen. Jetzt heute sehen Sie Tulpen. Und das ist Ihre Handschrift? Ja, nein, das ist ja fast ich glaube einfach, es muss einem Freude machen und irgendwie man muss Dinge integrieren. Sie haben es gesagt und ich bin ein Freund von Natur, Sträucher, Blumen und so. Das braucht es und das haben wir. Kommen Sie. Und wir haben auch noch guten Kaffee. Ich darf ja keine Werbung machen. Welchen? Das ist eine Aber der beste Schweizer ist besser. Danke, Herr Bührer. Herr Saviris, man kennt Sie in der Öffentlichkeit als zurückgelehnter, eben sympathischer Investor. Gibt es auch den knallharten Chef Saviris? Ab und zu muss man wirklich Sache zeigen. Und ich bin sehr ungern, wie sagt man das, hart oder streng. Aber ab und zu muss man schon ein Beispiel machen. Können Sie mir ein Beispiel geben? Wir möchten so Ihre andere kommunikative Seite noch kennenlernen. Also ich bin zum Beispiel ohne Erbarmen, wenn ich jemand ertappe, der zum Beispiel was stiehlt oder so. Das passiert bei Ihnen? Ja, absolut. Ab und zu gibt es selbst einen kleinen Arbeiter, der dann einfach ein paar Kabel mit nach Hause nimmt und so. Und das kann man nicht beweisen und wir wissen das. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass ab und zu ein Zeichen gegeben wird, dass das nicht Was machen Sie denn, um bei diesem Beispiel zu bleiben? Kommt dann der Chef persönlich und sagt so nicht? Nein, der ist dann einfach sofort entlassen, darf Kommunikation nie mehr bei uns Nichtreden. arbeiten und ich sorge dafür, dass alle erfahren, dass wir diesen Herrn so und so beim Stehlen, also beim Klauen von einer Schachtel mit Kabel oder mit Büchse, was immer. Es kann eine sehr, sehr kleine Sache sein. Aber wenn wir ihn wirklich dabei ertappen, dann machen wir ein Beispiel. Und ich mache das sehr gerne, auch mit meinen Managern. Ich lasse sie alles tun, was sie wollen. Überlegen Sie sich. Und sie können mich, widersprechen, permanent. Und sie können auch machen, was sie wollen. Aber was ich nicht toleriere, ist, dass sie miteinander nicht korrekt sind und oder überheblich sind oder so. Und wenn ich jemanden so erwische, dann mache ich aus ihm ein Beispiel vor den anderen. Sie haben hier ein ziemlich schadenfreudiges Lächeln, wenn Sie mir das sagen. Ja, weil ich finde, es ist einfach wichtig, dass die Leute eine Teamarbeit suchen und nicht sich zu profilieren. Aber leider ist es so, dass sehr oft in solchen Unternehmen wie unsere
die wachsen mit der großen Anzahl der Angestellten, versuchen einige auf diese Tour eben nach oben zu kommen. Und da muss ein Gegenzeichen gegeben werden, dass das genau das andersrum wirkt. Und die direkte Kommunikation bei Ihnen, das You im Englischen erleichtert ja dieses ganze Wer ist wer auf der Hierarchiestufe, ist jetzt das Du und Sie im Deutsch fast eine gute Art, um den Chef markieren zu können, oder nervt Sie das eher? Ich mache das so, dass ich zum Beispiel zugänglich bin vom Pförtner oder von einem Baustellenangestellter, sogar über mein Handy. Und das bewirkt, dass die gesamte Firma weiß, dass Kommunikation auf jeder Ebene möglich ist. Also Ihnen kann jeder anrufen? Jeder. Wieso habe ich dann die Handynummer nicht gekriegt? Ich gebe sie sofort. aber nicht hier, oder? Machen wir noch den Bogen am Schluss, um ein bisschen noch die Eigenheiten in Ihren Geschichten hervorzukitzeln. Sie haben es vorhin angesprochen, Frau Brüschweiler, Sie waren als Frau in einer Männerdomäne. Haben Sie das jetzt in Bezug auf Kommunikation als Vor- oder vielleicht dann langfristig auch als Nachteil empfunden? Nein, ich denke, man kommuniziert, wie man ist, Person. Also ich habe immer gesagt, man fragt mich manchmal, führen Frauen anders als Männer. Ich bin wirklich überzeugt, es hat zuerst mit der Persönlichkeit zu tun, mit dem, was man auch klar will und weiß, wie man ist, dass man sich vielleicht auch zuerst mal selbst einschätzt und sich mag, und dann kann man auch viel einfacher kommunizieren. Also für mich hat das jetzt nicht, es hat es nicht vereinfacht. Was vielleicht wichtig ist, ist den Männern zu zeigen, dass man für sie keine Gefahr darstellt, dass man sie nicht unbedingt sofort ja, wie soll ich sagen? Und wie machen Sie das? Mit einem Bambi-Blick geht das nein, ja nicht, oder? Ach, ich spür ja, wie die Leute sich wohl oder nicht wohl fühlen im Kontakt einer Frau. Und dann noch Frau, die eine Aufgabe hat auf Führungsebene, das spüre ich sofort. Und es macht ja keinen Sinn, dass ich diesem armen Mann, wenn er sich nicht wohlfühlt, aufzeige, er sollte sich verändern, weil das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist zu sagen, okay, wie können wir miteinander etwas erreichen? Oder wenn ich merke, der hat jetzt wirklich Mühe, dann sage ich, okay, war nett, Sie kennenzulernen, und sage, vielleicht gelingt es ein anderes Mal. Und dann hat es aber viele, die sich eigentlich sehr wohlfühlen in meiner Art, wie ich kommuniziere. Ich bin, denke ich, in diesem Sinne auch sehr offen und echt, und das erleichtert vieles, oder? Dass man da nicht irgendwie versucht, sich anders zu positionieren, als ich selber bin. Jetzt haben Sie ja diesen SV-Hut schon lange auf und können sich auf das konzentrieren. Ihre Geschichte ist ein bisschen anders. Der FDP-Präsident ist ein bisschen anders im Kommunizieren, wie der Parlamentarier, wie der Präsident von Economy Suisse. Wer ist denn Gerold Bührer denn? Wo sind Sie am stärksten? Also ich glaube, man muss so kommunizieren, wie man ist. Ob man jetzt für eine Partei, für ein Unternehmen oder für einen Verband kommuniziert ist, das Falscheste ist, dass man in einen Kurs gehen würde und sich da instrumentalisieren ließe, wie muss ich jetzt das technisch machen. Ich glaube, Kommunikation muss ehrlich sein und die Menschen spüren sofort, ist das aufgesetzt, gelernt oder ist das der Mensch, wie er ist. Und das merkt man intern in den Sitzungen und das merkt man in der Kommunikation nach außen. Und beispielsweise bei uns intern, die Leute wissen, ich suche Widerspruch beispielsweise in den Sitzungen. Also ich hasse nicht mehr als jene Leute, die zwar finden, das ist eine ganz dumme Idee, die der Chef hat, aber sie sagen nichts. Aber beim Kaffee sagen sie es dann. Gut, mit Widerspruch umzugehen haben Sie als Parteipräsident schon gelernt. Haben Da wir sind gelernt, Sie ja mit allen Wassern gewaschen, denke ich. Sami Saviris, Sie haben was Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, die Schweiz ist eigentlich ganz einfach, was Kommunikation betrifft. Hier kann ich im Jahr 2005 abmachen, wir sehen uns im Jahr 2007 am 25. Januar um 5 Uhr abends und das gilt. Ja, aber es ist auch wahr, es hat gegolten. Ja. Und das macht das Leben sehr einfach. Und weil man kann alles planen. Das ist wirklich, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben verstanden, warum Schweizer Unternehmen zum Beispiel mit einer Rendite von 4 und 5 und was weiß ich % leben können, weil das alles ziemlich sicher ist, weil das alles so geplant ist. Während wir da unten immer mit 20-30% arbeiten müssen,
weil das nie garantiert ist. Und diese Struktur ist aber auch so, wirklich. Keiner macht, alles muss geraten werden, keiner hat Informationen, keiner kommuniziert wirklich das, was er vorhat, selbst die Regierung nicht. Und deswegen ist es so, dass wir immer einfach auf Nummer sicher gehen und das ist in vielen Fällen einfach eine Übertreibung der Rendite. Und Ihre Außensicht, wenn Sie jetzt auf Ihre Erfahrungen mit den Schweizern zurückschauen in Bezug auf Kommunikation, sind wir einfacher oder schwieriger als die Ägypter? Sie sind direkter. Die Schweizer? Ja. Die Ägypter, das dauert lange, bis sie endlich mal die Wahrheit sagen, wenn die Wahrheit nicht angenehm ist. Und Sie gehen davon aus, dass Ihnen die Schweizer oft direkt die Wahrheit sagen? Ja, ja. Ich hoffe, Sie werden da nicht enttäuscht. Was heißt denn aber in Bezug Kommunikation und Macht? Alle Teilnehmenden hier haben... Sagen wir, um eine Korrektur zu machen. Die noch. Schweizer sind schlechte Lügner. Sie wollen mir einfach sagen, Sie sind clever genug, uns zu durchschauen. Nein, sie lügen wirklich. Sie sind keine professionellen Lügner, wie bei uns im Orient. Das spricht für uns. Ja, schon. Danke Und für deswegen ist das im Endeffekt eine ganz offene, transparente Gesellschaft hier. Man weiß schon, wo man steht. Gut. Also schlechte Schauspieler. Schlechte Schauspieler. Schlusswort zum Thema so. Macht und Kommunikation. Sie stammen aus einer sehr mächtigen ägyptischen Familie, einer sehr erfolgreichen ägyptischen Familie. Waren Sie schon immer so selbstsicher und gut im Umgang mit Menschen oder hilft eben das Gefühl, ich weiß, ich habe Erfolg gehabt und bin erfolgreich? Also ich habe als Kind schon meine Lehrer immer genervt, weil ich immer gesagt habe, das kann ich auch. Alles, egal was es war, ich kann das auch. Also wir waren, ich glaube, schon als Kinder ein bisschen übermutig in unserem Selbstbewusstsein und das hat zwar immer dazu geführt, dass wir uns in Probleme gebracht haben, aber ab und zu mal hat es auch geholfen. Ja. Gut. Herr Bührer, kann es auch sein, dass Macht dann ganz schwierig ist, dass zum Beispiel, wenn Sie wissen, ich sage jetzt etwas im Namen von Economy Suisse oder im Namen der Partei, dass man da Hemmungen spürt, weil man weiß, es hat Konsequenzen? Ja, stimmt. Also man überlegt sich gewisse Ausdrücke natürlich sehr viel mehr, als wenn man wahrscheinlich das einfach als Meyer oder Müller macht, weil man genau weiß, die Medien schauen ja nur, und unser Bundespräsident, der heute noch spricht, genau, hat da Erfahrung, oder? Mit ihm dann schon noch was kann man dann herausnehmen, oder? Und ja, da muss man sehr aufpassen. Frau Rüschweiler, Sie gelten als eine der einflussreichsten Managerinnen in der Schweiz. Wenn Sie was sagen, sagen Sie das manchmal dann auch im Wissen, mein Wort, das gilt? Ja, das meine ich, ja. Ich bin mir nicht immer bewusst des Effekts, weil es für mich, ich meine, oft sagt man nach den Status und die Funktion, ich habe eine Verantwortung und die führe ich aus und ich bin manchmal überrascht, dass ich merke, obwohl ich oft und gern zu den Leuten gehe, dass sie wie beeindruckt sind. Da sage ich mir, aber warum? Ich meine, das ist ja eine Kommunikation zwischen Personen, die im gleichen Unternehmen arbeiten. Also da bin ich manchmal überrascht. Aber ich weiß, dass effektiv, wenn ich etwas sage und wenn ich eben dann es spaßvoll sage, es dann manchmal eben doch als ernst angeschaut wird und dann habe ich ein anderes Problem. Aber das kann man immer regeln. Ich bin jetzt auch transparent. Ich sehe hier 5 Ausrufezeichen, dass die Zeit abgelaufen ist. Deshalb komme ich zur definitiven Schlussrunde. Sie sind alle Profis, ich habe das gesagt. Deshalb bitte ich Sie jetzt um ein kleines Kommunikationscoaching und Feedback. Susi Brüschweiler, sagen Sie mir, Gerold Bührer, wie war er? Also, ist nicht einfach, die Dame hier. Also wie ich ihn kenne und was er gesagt hat, entsprechend auch lebt. Und ich habe schon vorher mit Herrn Bührer diskutieren können und ich denke, wir könnten noch sehr oft und offen miteinander diskutieren. Das macht die Stärke von Ihnen und ich denke, Economy Suisse braucht jemanden, der Glaubwürdigkeit ausstrahlt, weil wir brauchen diese Organisation und von dort her bin ich natürlich sehr froh, dass Sie dieses Amt übernommen haben, nicht in einer einfachen Situation, aber ich meinte, dass diese halbe Stunde oder 40 Minuten wirklich gezeigt hat, dass Sie sich selber sind. Ob Präsident oder Herr Bührer, that's okay. Keine Kritik?
Ich brauche immer ein bisschen mehr Zeit, um kritisch zu sein, also wenn es so geht. Gut, dann lassen wir das. Gerold Bührer, geben Sie bitte ein Feedback. Sami Saviris, was ist Ihnen aufgefallen Also an ihm? ich habe ihn jetzt zum ersten Mal live erlebt und er ist für mich so rübergekommen, wie ich ihn von den Medien gesehen habe. Sehr sympathisch, sehr einfühlsam, nicht von oben herab, sehr mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. Einem, jetzt gut. Und ich glaube, er hat sehr viel Charme und ich glaube, sein Erfolg ist wahrscheinlich auf diese emotionale Stärken zurückzuführen. Ich stelle mir vor, er könnte auch in der ägyptischen Wüste jemanden einen Wintermantel verkaufen. Das macht seinen Erfolg aus. Das Gemeine ist, Sie sind so braun gebrannt, dass ich nicht sehe, ob Sie jetzt rot geworden sind oder nicht. Sami Saviris, ein Feedback an Susi Brüschweiler. Was ist Ihnen aufgefallen? Ich bin sehr beeindruckt. Sie sind die erste Chefin, die ich so nah kennenlerne, die absolut kein Problem hat, als Frau Chefin zu sein. Und das ist für mich ein Zeichen von innerer Stärke. Denn leider ist es so, dass wir, die Männer, die Frauen dermaßen die ganze Zeit strapazieren, wenn sie weiter nach oben kommen, dass die armen Frauen im Endeffekt doch ein bisschen genervt sind, wenn das Thema Frau-Mann im Büro sozusagen zum Gespräch kommt. Aber sie machen das so elegant und so natürlich, dass es wirklich beeindruckend ist. Danke. Fred Maro sitzt noch hier, das war jetzt eine schöne grüne Chip-Runde für jene, die am Morgen schon hier gewesen sind. Ich bedanke mich ganz herzlich, Sami Saviris, Gerold Bührer, Susi Brüschweiler. Dankeschön fürs Hiersein. Danke, Herr Bührer, wunderbar gewesen. Merci fürs Hiersein. Danke vielmals. Danke, Herr Saviris, danke. So, ich habe jetzt die Ehre, den nächsten Gast anzukündigen und ich muss immer ein bisschen nach rechts schauen, weil diese Stühle, die müssen jetzt von der Bühne weg und solange die da sind, kann der Gast noch nicht auftreten. Das war ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass wir die Stühle raustragen müssen. Wir kommen jetzt zu einem Unterhaltungsteil und auch dieser Unterhaltungsteil steht im Zeichen der Kommunikation. Der Künstler, der jetzt kommt, der spricht mit dem Gesicht, der jongliert mit der Sprache, der spielt mit den Buchstaben. Er braucht deshalb nur diese Bühne, eine leere Bühne und sich selber. Und sein Sprachwitz hat großen Erfolg. Massimo Rocchi gewinnt den Kleinkunstpreis 2008. Die Verleihung ist erst in ein paar Wochen. Er hat sich selber einmal Sozialunterhalter genannt und ich nenne ihn mehr in Anlehnung an das heutige Tagungsmotto, The Artist of Communication. Herzlich willkommen, Massimo Rocchi. Seit 34 Jahren gehe ich auf die Bühne und das Erste, das ich mache, ist Schweigen. Die Stille, meine Damen und Herren. Seltenes Produkt, die Stille. Oft fragen wir uns, mich auch als Schauspieler, was werde ich sagen? Und nichts, was gibt zu hören? Ich fange immer mit der Stille an. Hören Sie sie? Hören Sie sich? Ich höre sie. Ihre Augen, schon ihre Gesichter. Homo sapiens, meine Damen und Herren. Damit habe ich angefangen. Ich war ein sehr schwieriges Produkt. Unmöglich, mich zu verkaufen. Stellen Sie sich einmal vor. Italiener und Pantomime. Hätte ich Aktien gehabt, wäre ich pleite gewesen, meine Damen und Herren. Aber jetzt ist es noch komplizierter, weil ich bin Europäer und Schweizer.
stellen Sie sich einmal vor. Und ich meine, ich bin überall gewesen. Überall bin ich aufgetreten, meine Damen und Herren. In Italien, in Spanien, in Deutschland, in Österreich, in Kanada, sogar in Liechtenstein, meine Damen und Herren. Schon das Wort und alle lachen. Das ist schon unglaublich, was heute passiert. Und interessant ist für mich eben in der Kommunikation, man sagt, im Anfang war das Wort. Aber wahrscheinlich am Anfang war die Stille vor einem Wort. Und welches Wort war am Anfang? Das erste Wort, wäre interessant zu wissen. Das erste Wort. Vor allem in welcher Sprache war das Wort? Das ist interessant. Ich habe gelesen, so in einem berühmten italienischen Buch, also der Herausgeber ist fast in Italien. Vatikan, schon gehört? Fiat Lux. Für mich ist ein Fiat 500 auf die Welt gekommen, meine Damen. Fiat Lux. Und ich kann auch mir nicht gut vorstellen, dass der liebe Gott in irgendeiner Sprache, weil man weiß nie, die Sprache von Gott, was er gesprochen hat. Er ist aufgestanden eines Tages. Und ich meine, er könnte niemanden begrüßen. Er war alleine. Also, in welcher Sprache hat er Good Morning oder ich weiß nicht, Labas, Alhamdulillah, Inshallah, oder Buongiorno, come how are you today, Hombre, Tikani, Skala. Nein, das ist die Konkurrenz gewesen, also die Grieche, das ist wahrscheinlich, er hat nicht sofort gesagt Fiat Lux, er hat gesagt Fiat Lux, bitte. Auch bitte, auch ich meine, der Ton macht die Musik. Du kannst sagen, Fiat Lux, es kommt von selber, eben nicht. Mit den Mitarbeitern, du musst auch ein bisschen was verpacken und kannst nicht sagen, es ist so fertig. Du musst etwas machen. Warum? No, bitte erledigen Sie das, bitte schön. Bitte, also please, per favore. En français, s'il vous plaît. Abgekürzt SVP, also das ist ja so. Aber der Ton macht die Musik. Und wahrscheinlich vor dem Wort, am Anfang war das Wort. Ich hätte mit einem Vorwort angefangen, um sicher zu sein, oder mit einem Probetag. Es ist Lichtjahre her. Also im Theater sind nicht Lichtjahre, sind Kerzennächte, weil es ist ein anderes Maß. Aber auch die Körpersprache, wenn ich nichts mache, die Körpersprache. Und diese Ende, meine Damen und Herren, das ist schwierig, weil bevor man spricht, man sagt, was soll ich damit machen? Warum haben wir die Tasche, meine Damen und Herren? Also die Taschen sind also mindestens die Ende finden einen Parkplatz. Unsere Autos nicht, aber die Ende, es ist sicher, meine Damen und Herren. Und dann die Körpersprache sagt viel mehr, weil es gibt Leute, die nervöser werden. Sie wissen, was ich sage, aber plötzlich die Hände, die Körpersprache. Also meine Damen und Herren, und heute, verstehen Sie, also ich will nicht unter der Gürtellinie sprechen, aber das hat nichts mit Vulgarität zu tun. Es ist eine Unterstützung der Kommunikation. Es ist wahr. Wie geht es mir heute? Komma, basta. Also, aber meine Damen und Herren, und jetzt, denken Sie ja nicht, dass ich das ist ein bisschen so europäisch, jetzt ist fertig mit Straßentheater, als Schweizer kann man spielen. Das ist, und dann habe ich auch etwas gelernt in meinem Job, die Beobachtung zu hören. Und die Schweiz hat mir für meine kleine Unternehmung, 34 Jahre unterwegs, überall ein Geheimnis gegeben. Auf der Bühne, wenn ich schreibe, bin ich daheim. Ich bin zu Hause, ohne Publikum. Dann komme ich da, ich sehe Publikum. Nicht immer wach, weil oft die Frau sagt, komm, wir gehen ins Theater. Und der Mann sitzt so und die Frau. Ich sehe das. Ich habe gemerkt, etwas, das ich in der Schweiz gelernt habe, meine Damen und Herren. Spüri. Es ist schwieriger. Ich weiß, es gibt Dolmetscher da, die in Französisch übersetzen. Ich würde mich fragen, wie übersetzen da Spüri? C'est pas l'expuri en français. In Deutsch Akspür. Aber es ist ein bisschen zu schwer. Akspür. Also,
in English, the feeling. In italiano è qualche cosa, en français, ce serait le je ne sais pas quoi. In Marokko, yalla, yalla, ashkadir, ashkadir. Also, aber es ist etwas, und das habe ich in der Schweiz gelernt, weil in der Schweiz, meine Damen und Herren, weil oft ist für uns die Frage, für mich sowieso, weil oft muss ich sehr früh aufstehen, um weiter fliegen nach Europa. Wisst ihr, wo Europa ist? Also, es ist und morgen am Zürcher Flughafen, nicht nach Belp, ich gehe nicht nach Belp, bei Belp. Es ist schon herzig, aber es ist ein Biotop. Also ich meine, Zürcher Flughafen ist sehr unik. Am Morgen früh, wenn ich wegfliegen muss, zeige ich immer Europass und die Zürcher lässig. Gehen Sie nur, gehen Sie nur. Am Abend fliege ich zurück nach Hause, Schweizer Pass, komm mit Nummer, komm mit Nummer. Es geht schnell wie verrückt. Oder? Und dann habe ich was gelernt, hier in der Schweiz, weil oft höre ich in Europa, wo kommen Sie her? Weil wir arbeiten viel in Europa und früher oder später kommt die Frage, wo kommen Sie her? Wo kommst du her? Also in Wien kommst du her? Mais vous venez d'où, monsieur? Do you come from? De donde llega schon? Ma chi sei? Und wenn ich sage, ich bin Schweizer, sono Svizzero, alle, Schweizer! Kommen Biologe, Ethnologe, Fotografen. Ich werde untersucht. Man bringt mich zum Naturhistorischen Museum wie Sie werden, aber sagen Sie uns, wir hören so wenig von der Schweiz. Was machen Sie in der Schweiz? Nichts, was machen wir? Wir arbeiten, was soll ich sagen? Ja, aber warum kommt nicht die Schweiz zu Europa? Ja, nicht Jufle, also. Wir warten, dass Europa zu uns kommt, sagen wir. Aber eigentlich wäre die Schweiz schon bereit für Europa. Die Schweiz schon, Europa noch nicht. Also. Aber in Europa fühle ich mich ein bisschen wie ein Hobbit manchmal. Haben Sie den Herrn der Ringe gesehen? 11,5 Stunden, aber es ist sehr interessant. Sehr interessant, ein Hobbit, weil zum Beispiel kommt auch diese Frage oft. Aber eigentlich, die Schweiz passt zum Europa, weil die Schweiz, es ist so klein. Man denkt, dass die Schweiz klein ist. Ja, aber für die Italiener, weißt du, für die Deutsche, die Schweiz, was ist das? Sie sehen auf der Karte die Schweiz. Basel, Bern, Luzern, Zürich, St. Gallen. Was ist das? Katzensprung. 100, 120, 150 Kilometer. Was ist das in Italien? Das heißt Milano, Reggio Emilia, 150 Kilometer, geradeaus 25 Minuten. Ich habe überlegt, wenn es keinen Nebel gibt. Also. Das Problem, es gibt immer mehr Nebel in Italien. Wir dürfen nicht mehr im Restaurant rauchen, alle sind draußen und es gibt... Aber jetzt, Achtung, in der Schweiz, 150 Kilometer, Achtung! Das heißt zum Beispiel, selber gemacht, Basel-Lenk. 3 Stunden, meine Damen und Herren. Schon Basel zu verlassen. Eine Baustelle, mit dieser Hüttespiel, wir haben ein Hüttespiel überall. Wir spielen nicht Schach, Hütte in der Autobahn. Geschwindigkeitsgrenze in der Schweiz 30, 50, 30, 60, 30, 40. Es ist anders. 40, dann 80. Tunnel. Nach dem Tunnel siehst du das. 120 wären 3 Kilometer. 3. In der Schweiz, du musst nicht Gas geben, du musst bremsen. Das ist der Unterschied. Und in der Schweiz, du brauchst ein Gespür. Es ist wahr, du kannst nicht in die Schweiz mit einer geografischen Karte kommen, avec la guide Michelin, il calendario Pirelli, die Italiener. Alle haben das gekriegt.
nee. In Deutschland geht man nach Polen und der Schweiz ist Reich Calendario Pirelli. Also, es ist für die Schweiz. Man fragt mich auch, meine Verwandten, weißt du, ich habe jetzt ein freies Wochenende, j'ai un weekend libre, hombre, tengo 3-4 días. Ich will die Schweiz anschauen, in 3-4 Tagen, weil kleines Land, Achtung, kleines Land schon, aber lange Täler, meine Damen und Herren. Spruchzit, Basel Lenk, nach 2,5 Stunden. Du siehst Lenk, aber... Berge, meine Damen und Herren. Et la Suisse existe. Mais se cache dans les détails. Kleine Sache. Wie kannst du die Schweiz unterscheiden? Du musst nicht Denkmäler anschauen. Abfallsack, meine Damen und Herren. Es ist wahr. Schau, schon die Farbe Basel, Abfallsack, hellblau. Näher Europa, weißt du, das ist... In Bern, du läufst, was ist das? Ein Abfallsack, getarnt, meine Damen und Herren. In Basel, Abfallsack, weiß, das wird auch gewaschen, also das ist eine, weißt du, kleine, und in Basel, es ist offen, à la carte, du kannst nähen, weißt du. In Bern zu, mit Marke drauf, du kannst das A-Post, B-Post schicken, ist kein Problem. In der Schweiz, du musst ein Gespür haben. Es ist wahr, weil einem Schweizer, es ist so wie einem Hobbit, oft ein Schweizer, wir sagen nicht viel, aber wir werden lauter, wenn wir schweigen. Siehst du, Böck? Du musst ein Gespür haben. Wir sind ein bisschen so wie ein bisschen Murgu. Schon gehört Murgu? In italiano è il culo del pane, il Murgu. In St. Gallen, weil die Schweizer, wir haben keine Dialekten in der Schweiz, wir haben Sprache. Also Mürgu Bern, Mürgu noch ein bisschen Emmittal, St. Gallen Güpf, in Zürich Mörgeli, also es ist... Spüre. Es ist wahr, meine Damen und Herren. Zum Beispiel oft sagen wir das auch. Wenn ich sage, ich bin in der Schweiz seit 23 Jahren und oft sage ich, also Schweizerdeutsch ist eine Sprache. Wenn ich das sage, das ist eine Reaktion in der Schweiz. Wenn ein Schweizer, das heißt, ein Schweizer sagt nie nein. Nein, unmöglich. Ein Schweizer sagt nein. Also ein Schweizer hat nie was dagegen. Höchstens, er ist noch nicht dafür. Also ist eine Nuance, aber das kann man nicht so sagen. Schweizerdeutsch, es ist keine Sprache. Es ist ein Dialekt. Warum ist Schweizerdeutsch eine Sprache? Keine Sprache, das kannst du nicht schreiben. Intelligent. Schweizerdeutsch ist keine Sprache, weil du sie nicht schreiben kannst. Zu schwierig zu verstehen. Warum heißt Sprache Sprache? Nicht, weil man sie schreibt. Sonst wäre eine Schrift, oder? Na, ich mache ein anderes Beispiel, ein bisschen einfacher. Warum ist Holländisch eine Sprache und Schweizerdeutsch nicht? Holländisch kann man schreiben, ja, aber nicht lesen. Meine Damen und Herren. Schweizerdeutsch, es ist eine Sprache, es ist so fertig. Ja, und wissen Sie, für uns die Sprache ist ein unglaubliches Kapital. Kommen überall, Schweizerdeutsch, also es kann, wenn ein Basler, ein Luzerner, Berner, ein Zürcher, St. Gallen, wenn wir in Genf sind, was machen wir? Selbstverständlich, wir sprechen Französisch. Und wenn ein Genfer bei uns ist, dann müssen wir auch Französisch sprechen, es ist kein Problem. Also. Aber denken Sie an die armen Europäer. Europa, ein Wort über dieses Land. Ein neues, riesiges Land. Nicht 40 Sprachen, meine 17 Länder, 40 Sprachen. Die Europäer müssen sich jetzt Mühe geben, meine Damen und Herren. Also ein Land, wo alle denselben Pass haben, dieselbe Währung und verschiedene Stecker.
Es ist sehr schwierig im Büro Kabel zu stehlen dort, weil je nach Land, wenn ich in Europa bin, muss ich einen kleinen Koffer mitnehmen, voll von Stecker. Wie sehen die europäischen Stecker aus in Italien? Bellissimo. Hellblau, deutscher Stecker, massiver, Farbe Latte Macchiato. Englischer Stecker, kariert, meine Damen und Herren. Und bei uns in der Schweiz, wie sieht unser Stecker aus? So. Überall so. Und Farbe, je nach Kanton. Aber warum sieht unser Stecker so aus? Es ist so und fertig. Eben nicht. Du musst ein bisschen grübeln. Es gibt immer einen Grund in der Schweiz. Du musst grübeln. Das liegt in der Geschichte der Schweiz, von unserer 700 Jahre Ehe. Achtung. Europa, meine Damen und Herren. Europa. Aber wissen Sie, auch oft höre ich in der Schweiz, ja, ein bisschen Angst vor Europa. Ja, Angst vor Brüssel. Brüssel macht, aber welcher? Ja, weißt du, in Brüssel, sie machen Gesetze und danach, es ist ja so und fertig. Du musst keine Angst vor den Gesetzen haben. Wichtiger als das Gesetz ist seine Interpretation. Oder? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In Brüssel gab es ein neues Gesetz. Führerscheine in Europa müssen mit Punkte sein. Punkte, nicht einfach so, weißt, leer. Punkte, beschränkte Punkte. Aber was passiert jetzt in Italien? Wenn ein Italiener zu schnell fährt, was macht er? Er verliert Punkte. Und in Deutschland kriegt man Punkte. Wo ist das Problem? Was macht der Italeuropäer, wenn er keine Punkte mehr hat? Er fährt nach Deutschland. L'Europa, meine Damen und Herren, l'Europa. L'Europa. Das ist es. Aber wissen Sie, jetzt ist es interessant, weil wir sagen in der Schweiz, Europa. Aber wissen Sie, was jetzt passiert jetzt? Wir gehen nicht zum Europa, aber dieses Jahr kommt Europa zu uns. 4 Wochen, keine Angst. Also, Fußball noch 8. Europa, das ist unglaublich. Alle kommen, aber wir haben alles sehr geschickt gemacht. Eröffnungsspiel ist in der Schweiz, Endspiel in Europa. Man weiß nicht, wenn die Europäer sich daran gewöhnen. Und ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich liebe Fußball und ich habe 2 Chancen. Als Doppelburger. Doppelburger, das hat nichts mit McDonald's zu tun, Doppelburger. Es ist schon nur, ich habe 2 Chancen. Also Chance, Möglichkeiten, also ich weiß nicht, ob Chancen sind, weil endlich eine ist jetzt dabei. Jetzt, weil wir gewonnen haben. Die andere hat noch nicht gewonnen, aber ist sowieso dabei. Aber wir werden nicht die Letzte sein. Also Österreicher spielen viel schlimmer. Ja, das müssen wir ruhig sagen. Sie trainieren den Ball im Moment, die Österreicher. Also es ist wahr. Und ich muss aber auch sagen, dass wir sind nicht zufrieden. Jetzt, wir haben 2 Matches verloren gegen USA und England. Und ich habe viel Schweizer gehört. Weil wir tun immer so wie machen. Wir können nicht besser, wir können das Beste nur organisieren, lass spielen. Falsch. Entschuldigung, wann geht's los? Im Juni. Warum sollten wir jetzt gewinnen, meine Damen und Herren? Es ist zu früh. Also, ja, wollen Sie Wein machen, dann müssen Sie Geduld haben. Also, zuerst kommt Trauben und dann kommt der Wein. Ich habe jetzt einen neuen Wirter vorbereitet, falls nicht gut geht. Also auch Juli haben wir einen neuen Trainer. Aber ich meine, die Mannschaft ist noch nicht parat, noch nicht fertig. Also welche Mannschaft hat gespielt? Schauen Sie die Namen an. Viele waren verletzt, andere gesperrt, meistens im Gefängnis in Thun. Also wir haben noch nicht die richtige Mannschaft. Es ist so, aber ich kann sagen, punto Fußball, Schweizer und Italiener, wir haben selber gespürt. Es ist so, Sie haben mich gut gehört, wir haben dasselbe Gespür. Es ist so, selbe Reaktion. Fußball ist nicht
to be or not to be.